Dienstag, 19. August 2025. Hallo zum Update meines Videos des mutmaßlichen Motorschadens meines Fiat Ducatos. Erstmal vielen Dank für all die hilfreichen Kommentare, die ich bekommen habe. Manche davon waren echt nützlich und haben mir Informationen gebracht, die ich vorher so noch nicht wusste. Und auch in diesem Video wirst du einige Antworten auf Fragen bekommen, die du vorher auch nicht wusstest, und einige Neuigkeiten, denn es gibt einiges zu berichten. Wie man sieht, habe ich ja die Kommentarfunktion pausiert auf YouTube. Das liegt eben an solchen Kommentaren, die ich dann teilweise eben löschen musste oder gar nicht erst veröffentlicht habe. Ich weiß, viele von euch sehen YouTube, soziale Medien und vor allem Foren, die könnt ihr gleich vergessen, als Unterhaltungsmöglichkeit, möglicherweise auch, weil sich sonst niemand mit ihnen unterhält oder niemand mehr unterhält, was möglicherweise eben auch an solchen Kommentaren liegt. Könntest du mal drüber nachdenken. Jedenfalls ist, glaube ich, überhaupt kein Unterhaltungswert dabei, wenn man zum 100. Mal postet, Fiat-Fehler in allen Teilen, oder aber auch mein Ducato läuft 500.000 Kilometer. Wenn man das 2-3 Mal liest, okay, gut und schön, Pro und Contra, und dann ist aber auch gut. Aber man muss sich dann nicht gegeneinander aufhetzen. Wirklich ein Symptom von einer gespaltenen Gesellschaft, dass man entweder dafür oder dagegen ist. Und wenn du nicht dafür oder dagegen bist, dann bist du eben auch genauso aus dem Spiel, dann bist du Kacke. Was sind das für Umgangsformen in Deutschland? Das findet man selbst in sogenannten heißblütigen Ländern, wie zum Beispiel Spanien, nicht. Oder bringt dir das irgendwas? Stell dir mal vor, du hast das Problem und dann hast du ständig so einen Müll unter den Kommentaren. Muss nicht sein, oder? Okay, dann kommen wir mal zum Fall. Und zwar haben wir heute Montag, den 18.08. um 9:30 Uhr und ich warte hier auf den Bus mit meinem E-Bike, das ich schon als Influencer vorgestellt habe. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das mal wirklich brauchen müsste, denn ich fahre heute meinen Mietwagen abholen. Eigentlich war abgesprochen schon am Freitag der Mietwagen. Man wollte sich mehrfach bei mir melden. Es tat sich nichts. Um 16:30 Uhr bekam ich einen Anruf von einer österreichischen Nummer mit einem Herrn, der ziemlich demotiviert war und ständig am Stöhnen war, wenn er irgendwas machen musste. Die Mietstation Herz in Förde ist die einzige eigentlich, die in direkter Nähe. Und darauf hatten wir uns geeinigt. Da wollte er sich eine Stunde später melden. Allerdings kam da kein Anruf mehr. Samstag angerufen. Ja, wäre alles im Wege. Ich sollte mich aber noch mal am Sonntag melden, weil man könnte ja nie wissen. Das ist die Fiat Camper Hotline. Und am Sonntagnachmittag bekam ich dann eine SMS, dass ich meinen Mietwagen abholen könnte. Allerdings nicht wie vereinbart bei dieser Station und schon das vereinbarte Auto, ein Golf, sondern irgendwie bei der Firma, von der auch mein Auto abgeschleppt wurde. Bloß das Problem ist, der ist nicht direkt in Förde, wie eigentlich vereinbart war und was Sie auch wissen, was hier in meiner nächsten Nähe der einzige Ort wäre, sondern der ist nochmal eine Stunde zu Fuß raus. Und daher das E-Bike, lange Rede, kurzer Sinn. Ich muss also irgendwie von der Busstation in Förde zu dieser Mietwagenstation und meinen Mietwagen abholen. Das war der erste Tagesschritt und mit dem Mietwagen, wenn dann alles geklappt hat, fahre ich dann erstmal zu der Werkstatt, der Fiat Professional Werkstatt, die auch in Förde, allerdings auf dem Berg liegt, und werde mir da mal meinen Wagen anschauen. Und vor allen Dingen brauche ich sehr viele Sachen aus meinem Camper, denn mir gehen die Unterhosen aus. Ja, und das Fahrrad, das passt ja gerade so. Ein normales 26 bis 28 Zoll hätte da nicht reingepasst. Den Raum unten, weil es musste unten rein, weil oben ist alles voll. In Norwegen gibt es Fahrradwege. Während ich den Mietwagen abholte, man sollte es nicht glauben, kleiner hätte er auch nicht sein dürfen, denn sonst hätte ich mein E-Bike gar nicht reinbekommen. Hat mich dann die Ebene 3 von Fiat Professional Assistance angerufen und die versucht eine Lösung zu finden, denn das hat sich dann auch sehr schnell gezeigt, das ist nicht so einfach. Und jetzt gehe ich mal gleich rein und höre mal, was
was die Sache ist. 10. Oktober, frühester Termin, um den Wagen zu beschauen. Also man muss heutzutage den Wagen, den Motor auseinandernehmen. Und das war die Order von Fiat selbst, um zu schauen, ob der Zahnriemen und was der Zahnriemen macht. Ja, und bei der Plauderei mit dem Chefmechaniker kamen dann so einige News heraus, dass zum Beispiel Fiat zur Stellantis-Gruppe gehört. Das haben ja auch einige von euch gepostet. Wusste ich auch nicht. Ich habe halt meinen Fiat Ducato gekauft, weil ich mir mal einen Ducato, einen völlig ausgenudelten Ducato im Urlaub von jemandem privat geliehen hatte. Offensichtlich nicht besonders gepflegt. Der hatte schon, glaube ich, über 180.000 Kilometer runter. Könnt ihr euch das Video ansehen. Auf Menorca war das. Und der Wagen lief. Also der Motor machte keine Anzeichen irgendwie aufzugeben. Und da dachte ich mir, zuverlässiger Motor zumindest, sowas brauche ich. Aber das kam dann raus. Stellantis ist halt eine Riesengruppe, beziehungsweise ist ein Riesenkonzern, dem viele Autogesellschaften, Autofirmen inzwischen gehören. Und dazu zählen zum Beispiel Opel, Citroën, Fiat, Jeep und ich weiß nicht noch was für welche. Jedenfalls die genannten haben in diesem Fahrzeug 2,2 Diesel, 140 PS, alle den identischen Motor. Der Opel Movano, der Citroën Jumper, Peugeot Boxster, Fiat Ducato. Und zwar ist das eigentlich ein Peugeot-Motor. Es ist kein Fiat-Motor mehr. Der 2,3 Liter Multijet mit 140 PS, den es in den Jahren zuvor noch gab, den nannte der Mechaniker übrigens als einen der zuverlässigsten Motoren überhaupt. Also war meine Annahme eigentlich ganz richtig. Bloß, ich wusste natürlich nicht, dass sich das inzwischen grundlegend verändert hat. Dieser bewährte Motor von Fiat wird und wurde dann nicht mehr eingebaut, weil er nicht so umzubauen war, dass er die Euro 6 Norm erfüllt. Also letztendlich habe ich den Motorschaden irgendwie der EU zu verdanken mit ihrer Überregulierung. Wunderbar. Dadurch sind die Hersteller gezwungen, halt Motoren zu verwenden, die zwar die Abgasnorm erfüllen, aber eben nicht mehr die Garantien. Dann fragte ich, ob er schon mal erlebt hat, dass es einen ähnlichen Fall gab mit ähnlich geringer Laufleistung oder ob das hier ein absoluter Einzelfall ist und ich einfach Pech gehabt habe. Ja, und zwar gab es im Jahr zuvor schon mal so ein Ding. Ein Citroën Jumper, wie gesagt der identische Motor, ist bis Förde gekommen, von Deutschland aus, Neufahrzeug, also noch jünger als meiner. 3000 Kilometer dann runtergefahren und ist mit Getriebeschaden liegen geblieben. Ist im Mai passiert, konnte er im Januar abholen. Krass. Also um das nochmal zu präzisieren mit dem identischen Motor, ist die Sache noch nicht beendet, sondern ist in den meisten Fällen der identische Wagen. Was anders ist, ist eben das Logo und vielleicht eine Partie am Kühlergrill oder vielleicht eben auch das Lenkrad und das war's dann. Also braucht keiner mehr irgendwie den Marken-Nerd spielen, weil es ist letztendlich alles das Gleiche. Ja, was vielen im Video aufgefallen ist, ist, dass der Blinker, der Warnblinker weiterlief, nachdem ich die Batterie abgetrennt habe. 10 Minuten dieses davon liegen lassen und dann nochmal neu versuchen. Danke für diesen Hinweis. Das ist mir im Eifer des Gefechts gar nicht aufgefallen. Dabei ist ein zweiter Fehler zutage getreten, den ich eigentlich auch gesucht habe. Und zwar hat er nichts mit Fiat zu tun, aber mit den Italienern. Also der Wagen der Chanson ist der Aufbau von der Firma Trigano. Die hat zum Beispiel wiederum Fahrzeuge wie Challenger und eben Chanson inne. Tatsächlich ist dann eben Strom von der Aufbaubatterie auf die Starterbatterie geflossen. Das sollte eben nicht sein. Ein paar Tage zuvor habe ich nämlich festgestellt, dass meine Aufbaubatterie irgendwie schwer Strommangel hat. Und ich habe mich da gewundert, weil ich eben so viele Kilometer vorher runtergeschrubbt hatte, wie das sein kann. Den Händler habe ich angerufen. Er wüsste auch nicht, wie die Verkabelung verläuft. Alle möglichen Sicherungen gecheckt, nichts gefunden. Und dann die KI befragt. Und die kamen zu dem Schluss, dass es wahrscheinlich der Booster ist. Entweder was falsch verkabelt oder das Ding kaputt. Jedenfalls läuft wohl eben Strom von der Aufbaubatterie auf die Starterbatterie. Und die Werkstatt hat wirklich sichergestellt, dass das Fahrzeug komplett leer ist und dann die Steuereinheit nochmal neu gestartet. Und ja, es ist eben kein Elektronikfehler. Punkt. Alle gehen davon aus, dass es ein schwerer Motorschaden ist. Der Anlasser dreht nichts, also er bewegt keine Teile. Es muss ja eine Kompression dagegen wirken.
Tut es aber nicht. Das heißt, es gibt die Möglichkeit, dass die Schwungscheibe sich verabschiedet hat. Es gibt die Möglichkeit, dass die Kurbelwelle durch ist. Es gibt die Möglichkeit, dass der Zahnriemen durch ist. Alles bedeutet eigentlich im Normalfall, dass der ganze Motor im Eimer ist. Ja, es geht langsam weiter. Einen Mietwagen habe ich ja. Und heute bekam ich einen Anruf, dass in einem Ort 5 Stunden weiter mein Auto in den nächsten 2 Wochen angeschaut werden könnte. Ein Austauschmotor, beziehungsweise in dem Fall ein nagelneuer Motor. Auf was anderes werde ich mich nicht einlassen. Der wird auf jeden Fall 1 Monat dann nochmal zusätzlich dauern. Das hat mir übrigens auch mein Autohändler gesagt. Der hatte ein Mietfahrzeug und da hat es auch 1 Monat gedauert, bis der neue Motor kam. Ja, bis dahin bin ich mal gespannt, wie sich das dann hier so verhält. Denn was bis jetzt klar geworden sein sollte, für alle, die die Option Vanlife in ihrem Leben haben. Wenn du wirklich Vanlife machst, das heißt ohne festen Wohnsitz, bist du in dem Moment, wo dein Fahrzeug, wie bei in meinem Falle halt, komplett ausfällt, obdachlos. Denn Fiat trägt über seine sogenannte Mobilitätsgarantie nur einen Mietwagen oder ein Hotel. Und das Hotel auch nur für, glaube ich, 5 Tage. Ja, was machst du dann? Du brauchst dann natürlich Geld in der Hinterhand. Wo willst du denn sonst unterkommen? Und selbst das Unterkommen wird nicht ganz einfach werden. Denn wir haben jetzt zum Beispiel eben noch Ferienzeit. Und dementsprechend ist hier alles ausgebucht. Und was nicht ausgebucht ist, das kostet horrende Summen. Also unter umgerechnet 80 € hier irgendeine Bude zu bekommen, ist nur dann möglich, wenn du bereit bist, mit dem Vermieter zusammenzuwohnen. Also sprich, ein kleines Zimmer in der Wohnung kriegst du vielleicht noch für 40 oder 50 €. Ob du dann natürlich deinen ganzen Inhalt des Campers verstauen kannst, ist wiederum eine andere Sache. Denn irgendwie musst du ja dein Zeug auch, dein Hab und Gut auch irgendwo sicher unterbringen. Also Faktoren, die man beim Vanlife überdenken sollte. In meinem Fall ist halt nicht ganz so drastisch, zum Glück, aber dennoch hoffe ich, dass Fiat hier jetzt zeitnah eine Lösung findet, denn ich habe keine Lust, im Schneetreiben oder auf Glatteis den Weg nach Deutschland anzutreten. Ich hatte noch vor einigen Tagen sämtliche Infos, die mir so einfielen, in eine KI eingegeben. Daraus leitet die KI allerdings ab, dass vermutlich ein Fehler im Ölsystem ist. Ölpumpe kaputt, Späne im Ölkreislauf irgendwo in den Kanälen, Bearbeitungsfehler eben, Montagefehler. Und die ursächlich letztendlich sind, dass es eben zu diesem Schaden kam. Also Kolbenfresser, dadurch vielleicht die Kurbelwelle oder der Zahnriemen abgerissen. Ja, leider bekommt man inzwischen Informationen viel leichter und schneller ohne jeden von der künstlichen Intelligenz. Schade. Aber probiert's mal aus.